Leider war die Verletzung von Arthur. Wir haben nicht ihn für einige Wochen. As minhas primeiras metas é poder recuperar bem, não ter nenhum problema durante a reabilitação, a transição e até voltar ao campo. E nos meses que me restarem dessa temporada, poder ter um bom desempenho, aproveitar as oportunidades, poder marcar alguns gols e ser muito feliz ainda. Hallo, ich bin Arthur und ich bin sehr froh. Esqueci. Eu acompanhava a Bundesliga já antes de vir para cá e eu sabia que era um campeonato muito difícil, muito intenso e eu sabia que eu teria que trabalhar muito para ter um bom desempenho aqui, poder ajudar a equipe e eu estava ansioso para poder chegar, conhecer os novos companheiros de clube, conhecer a cidade, o estádio e para poder estrear também. Arthur war bei der Nationalmannschaft und hat da einen Defensivsprint gehabt und dadurch ist es letztendlich dann zu einer Sehnenverletzung in dem Oberschenkelstreckmuskel gekommen. Foi difícil, foi a primeira lesão que eu tive que ficar mais tempo fora do campo e eu não sabia muito bem como reagir, foi tudo muito novo, mas eu tinha minha família me ajudando, me apoiando, então foi difícil, mas eu consegui superar. Der hat im Grunde einen kompletten Sehnenriss da oben gehabt, aber das Glückliche von diesem Muskel ist, dass der nach oben hin zwei Bäuche hat und dadurch, dass nur der eine der beiden Bäuche gerissen ist, konnte der andere Bauch den Muskel festhalten und so sind wir dann eigentlich auch nach viel Diskussion hin und her, wie verfahren wir damit, auch über das Einholen von externen Spezialisten dazu gekommen, dass wir das konservativ behandeln können. Uma sensação estranha, tá ali tendo que reacostumar com o meu corpo, porque era tudo novo, uma estrutura nova que estava se regenerando e foi uma sensação um pouco estranha, mas deu tudo certo no final. Ich denke, was den Arthur auszeichnet, ist, dass er ein sehr positiver Mensch ist, der auch dann ganz schnell wieder nach vorne schaut und einfach dann auch loslegen will, um einfach auch möglichst schnell wieder zu seiner alten Leistungsfähigkeit zurückzukommen. Heute hier in Werkstatt werde ich ein bisschen Fahrrad, kalte Kamera, Mobilität und Core zu werden ein bisschen besser jeden Tag. Tatsächlich war es so, dass bei der ersten Verletzung ja konservativ behandelt wurde. Das heißt, wir mussten schon die verletzte Struktur eine ganze Zeit lang in Ruhe lassen, damit eben die ganzen Heilungsprozesse eben auch ablaufen können und das Ganze wieder gut zusammenwächst. Von daher waren die Inhalte in der ersten Zeit eher darauf ausgerichtet, dass man schaut, dass man alles drumherum trainiert und so fit wie möglich aufrechterhält, dass wir eben mehr mit dem Oberkörper gemacht haben, mit dem Rumpf, mit der nicht verletzten Struktur, dass wir einfach da versucht haben, alles auf einem möglichst hohen Niveau zu halten. Dann kommen auch so Sachen wie Bewegungsbad hinzu, zum Beispiel Kältekammer, physikalische Maßnahmen wie Vakuumtherapie zum Beispiel. Bereit? Okay. Fertig? Ja.
war. Ist okay, es war. Ja, sehr gut. Aber ist okay, es war. Kein Problem. Fast wie in Brasilien. Ja, gleich. Estrada. Copacabana. Barra da Tijuca. Der Tag wird eigentlich damit abgeschlossen, dass er dann zum Abschluss nochmal eine Behandlung bekommt, um im Prinzip dann das Training auch viel besser verpacken zu können. Voltar o mais rápido possível, porque como o clube vem fazendo, todo o time vem fazendo uma campanha espetacular, eu vendo aquilo de fora. Noch ein Sieg. Me sentia um pouco pressionado, eu mesmo me pressionava para que eu pudesse voltar e participar disso tudo que o clube está vivendo e poder fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Hallo zusammen, guten Morgen, wie geht's dir? Letzte Woche habe ich meine Weisheitszähne bekommen, aber jetzt ist alles gut. Gestern habe ich normal gegessen und super. Diese Woche arbeite hart und ich hoffe, am nächsten Woche kann ich laufen beginnen. Ciao, ciao. Das sind immer gewisse Meilensteine, wo wir wissen, okay, er muss dann eben 70, 80, 90% seiner Maximalkraft haben, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Und ich brauche ungefähr 80% seiner vorher bestehenden Kraft, um sagen zu können, dass wir sicher in Richtung Laufen gehen können. Wieder gucken, was für ein Termin von denen wissen. Ja, wieder sind gut. Zeig ich dir. Okay. Klar. Und sie machen eine Dokumentation über dich. Du wirst Fernsehstar. Toll, toll, toll. Sportwissenschaftlich gibt es gewisse Ziele. Das ist ja im Grunde wie so eine Liste, die man abhaken muss. Die Narbe muss vor Ort liegen, der Muskel muss vor Ort liegen, es muss eine Narbe dort kommen. Dann können wir die Schrittlänge langsam verlängern, dass er wieder in die Streckung kommt. Denn wichtig ist natürlich, diese Verletzung ist entstanden in der Überstreckung der Hüfte. Also ist der große Bewegungsfeind die Überstreckung der Hüfte. Also die Bewegung, die die Verletzung ausgelöst hat, ist auch die Bewegung, mit der wir vorsichtig wieder ins Training reingehen müssen. Schwarz ist gut, festes Gewebe, weiß ist Liquido. Ja? Und hier hatte ich noch ein bisschen Sorge, dass es noch zu wenig verbunden ist. Dann können wir von der Funktionalität natürlich erst, wenn das Gangbild sauber ist, Richtung Laufen gehen. Und so müssen wir immer auf der einen Seite die Quantität haben und auf der anderen Seite aber auch die Bewegungsqualität haben, um die im nächsten Schritt zusammenzuführen. Foi importante, porque era algo que eu estava ansioso para fazer de novo, que era correr. Foi um alívio poder calçar a chuteira de novo, ir para o campo, correr, sentir um ar fresco. Foi muito importante, um passo muito importante também. Foi outro peso que saiu do meu corpo e eu fiquei muito feliz em poder participar, voltar e participar ativamente disso tudo que o clube vem fazendo. Letzte Woche habe ich Laufen angefangen. Ist sehr gut, ich bin sehr froh. Ich bin weiter hart arbeiten. Diese Woche ein bisschen laufen, ein bisschen passen und ich bin bald auf dem Platz mit Mannschaft. Ciao. Não estava esperando a segunda lesão, eu acredito que ninguém.
Arthur, er hat wieder eine verletzt. Wir müssen warten die Ergebnis von die Test. Und ja, das ist eine Setback für uns. Das Problem in der Situation war, dass alle Daten waren super. Alle Daten waren perfekt. Er hatte volle Kraft, er hatte in der Dichtigkeitsmessung der Sehne gute Ergebnisse, MRT war gut, die Ansteuerung war gut, Laufbild war gut, wir hatten ihn im individuellen Training, das war alles gut, es war alles in bester Ordnung. Aber du kannst intuitive Spielsituationen nicht simulieren. Das heißt, du kannst eine Platzsituation mit Gegenspielern, intuitiven, schnellkräftigen Reaktionen auf die Reaktion des anderen, kannst du nicht im Training simulieren. Und das war eigentlich der letzte Schritt der Reha im Rahmen der Integration ins Mannschaftstraining. Die Wahrheit hat uns eines Besseren belehrt, dass er nicht ausreichend verheilt war. Es war nicht fest genug, die Narbe, und deswegen ist es auch zu einem Einriss dann von der Narbe gekommen. Fui fazer uma ressonância e quando eu voltei, o Dr. Felipe conversou comigo e com o Carlos e ele falou que seria necessário fazer a cirurgia, que ele conversou com um especialista, né, nessa área e nessas lesões e que seria melhor para mim e para minha carreira a longo prazo. É um pouco difícil de entender essa situação agora. Estava voltando a treinar, ter que passar por essa segunda lesão e por uma operação agora, mas é manter a cabeça em pé, confiante que eu vou voltar bem e trabalhar para isso também. Ich glaube, in diesen Momenten hilft nur Geschlossenheit und eine Fehlerkultur. Wenn du den anderen Menschen vertraust, dann vertraust du ihnen auch in Krisenmomenten. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz und sehr zufrieden darüber, dass Arthur uns auch in diesem Krisenmoment vertraut hat. Foi pouco difícil de aceitar, de entender ele no momento, mas vai ser por uma boa causa. Hallo Bayer-Fans, mir geht's gut. Gestern war die Operation. Heute bin ich in Berlin im Krankenhaus. Aber morgen ich komme zurück nach Leverkusen. Danke für eure Unterstützung. In dem Moment ist er, glaube ich, sehr niedergeschlagen, aber dann kann er ganz schnell oder relativ schnell den Schalter wieder umlegen und blickt dann nach vorne. Und ich glaube, das ist auch eine Gabe, die nicht unbedingt jeder Spieler hat. Und von daher, klar, ist es dann auch frustrierend, aber ich glaube schon, dass er dann eher so das Positive gesehen hat, dass es wieder vorangeht und dass er jetzt die OP überstanden hat, dass das OP-Ergebnis ein gutes ist und dass es jetzt einfach wieder vorangeht. Er ist absolut professionell. Das fängt ja damit an, dass er, als er zu uns kam, schon recht gut Deutsch sprechen konnte. Das verbessert sich immer mehr. Eigentlich den größten Teil des Trainings absolvieren wir in deutscher Sprache auch. Das ist aber auch seine Einstellung, wie er hier aufschlägt, wenn er kommt, wie er die Übungen macht, einfach immer motiviert, immer auch konzentriert und fokussiert. Also das ist wirklich absolut professionell. Eben auch mit dieser positiven Grundstimmung, die ihn da, glaube ich, auch gut durchführt. Eu me sinto bem, estou passando a aceitar mais essa situação e esse momento e é focar agora, igual eu falei, manter a cabeça alta e ter fé que as coisas vão melhorar. Wie war deine Arbeit heute oben mit Carsten? War gut. Heute war weniger Belastung, ein bisschen ruhig. War gut. Foi curso intenso. Eu fazia
no Werkstatt. Eu falava alemão todos os dias. Heute ist der 24. Januar 2024. E isso fez com que o meu alemão desenvolvesse de uma forma mais rápida e mais clara, e eu fiquei feliz com isso também, porque auxilia na minha adaptação e no meu rendimento dentro e fora de campo. Braukraut bleibt Braukraut und Brautkleid bleibt... Wir machen nochmal. Also, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Blaukraut bleibt Blaukraut. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Okay. Das reicht erstmal langsam, wir machen nicht so, vielleicht mal schnell. Fische, Fisch, Fisch, Fische, Fisch, Fisch. Guten Morgen. Man baut natürlich in so einer langen Reha-Phase immer eine gewisse Bindung auf. Ich glaube, ganz wichtig war seine Familie, dass die im Umfeld da war. Ich glaube, das war extrem wichtig auch. Und ansonsten haben natürlich auch wir versucht, hier eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen, in der er sich wohlfühlt und wo er dann eben auch nach vorne blicken kann und wo wir ihn positiv motivieren, dass er dann eben auch mit einer guten Einstellung dann wieder vorangehen kann. Eles foram incríveis em todo esse tempo de reabilitação, me ajudaram, me apoiaram em todos os momentos. Me fizeram com que eu me sentisse bem todos os dias e acolhido. E nesse processo difícil, que é uma reabilitação, foi muito importante ter eles me apoiando. Minuten, meine Tor und meine Zelebration. Ja, gefeiert. Aber erstmal Tor machen. Ja. Comeback, ja? Erstes Comeback direkt. Ja, gut. Schöner Traum. Ja. Träume werden manchmal wahr. Müssen natürlich dann in der langen Phase der Immobilisierung verliert er natürlich eine ganze Menge an Kraft auch. Und das steht erstmal davor, dass wir einfach die Kraft wieder aufbauen müssen, dass wir sein Bewegungsverhalten wieder normalisieren. Er ist eine ganze Zeit lang an Krücken gegangen, die konnte er dann ablegen. Aber dennoch hat er natürlich noch ein gewisses Schonverhalten, was wir ihm dann jetzt in den letzten Tagen und Wochen versucht haben abzutrainieren. Ja, also wenn er auf dem Platz läuft, sollte er natürlich ein vernünftiges Laufbild haben in der Zwischenzeit. Und das untersuchen wir dann einfach. Wir unterziehen ihm biomechanische Analysen mit verschiedenen Gerätesystemen auch, testen wir ihn, schauen, wie ist der Bewegungsablauf, belastet er gleichmäßig, ist die Muskulatur aktiv, springt die zur richtigen Zeit an. Wir haben es dann über ein Lauftraining mit reduziertem Körpergewicht, wir haben so ein alter G-Laufband nennt sich das, in dem man die Schwerkraft reduzieren kann, wodurch einfach weniger Gewicht oder Belastung auf diese verletzte Struktur kommt. Damit haben wir dann das Laufen sukzessive aufgebaut bis zum heutigen Tag, wo wir dann tatsächlich bei seinem Körpergewicht angelangt sind. Und ja, hat er ganz gut verkraftet und macht das auch ganz gut.
Ja, da werden wir dann sukzessive das Gewicht erhöhen, die Dauer des Laufens, die Geschwindigkeit, sodass wir dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir ihn dann auch frei laufen lassen können. War gut, aber ein komisches Gefühl. Erste 2 Minuten waren ein bisschen komisch. Mein Schritt war ein bisschen schwer und ein bisschen Kompensation. Aber 3. Minute nach war besser. War sehr gut. Endlich. Was machst du jetzt? Laufen, ein bisschen joggen draußen und mit Fußballschuhen. Gut, sehr, sehr, sehr gut. Ein großer Schritt. Ja, ein großer Schritt. Schwierig Worte. Novamente foi uma sensação muito boa, um alívio, mas com um pouco de receio por conta dessa segunda lesão, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, sem problemas e eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz de ter voltado a correr. After training, he talks about being back in the team and what it's like. Oh yes. He's already German guy. My German is going sehr gut. Meu primeiro treino com a equipe pós a segunda lesão foi muito bom. Foi muito importante para mim estar ali com a equipe, onde eu gosto de estar, com a bola. Ficaram todos felizes e ter esse apoio deles e da equipe também me deram forças para voltar bem e confiante. Ter o apoio deles e da comissão para que eu voltasse, que eu trabalhasse para que eu pudesse desempenhar o meu melhor. Sim, foram 7 meses afastado e estar ali com eles é um grande incentivo e todo dia eu vejo que eu posso aprender cada vez mais, então isso é melhor para mim agora, para o meu futuro e eu estou muito, muito feliz de estar de volta com a equipe. Ich bin sehr zufrieden. Endlich mit Mannschaft Training und das ist gut für mich, für meinen Kopf. Und endlich gutes Gefühl, ein bisschen Richtungswechsel, mehr Sprints machen, schießen, ist gut, war gut. Sehr gut. Foi outro ponto importante nessa fase, porque saber que eles estavam ali me dando forças para que eu pudesse voltar bem e foi um incentivo e um empurrão a mais para que eu me sentisse confiante para fazer as coisas novamente. Nur noch ein paar Tage und ich hoffe, kann ich bald wieder spielen. Und diese Woche war gut, ich fühle mich gut und ich bin sehr, sehr motiviert.
Eu tô ansioso para poder voltar a jogar, mas eu sei que as coisas não são fáceis. Venho trabalhando durante os treinos com a equipe, tenho feito trabalhos extras para que eu possa recuperar a minha forma física o mais rápido possível e a minha qualidade técnica também o mais rápido possível, para que quando eu ter a minha oportunidade eu possa aproveitar ela da melhor forma possível. Hoffen und wir wissen, dass für die Zukunft und für die nächste Saison wir haben eine Top-Spieler. Ich habe sehr lange auf diesen Moment gewartet und ich bin sehr froh auf alles, was kommt.